Dann werden wir mal das Dorf weiter untersuchen, jetzt nachdem wir gespeichert haben. Ist hier irgendwas? Hier kommt man aber nicht auf die andere Seite. Hey, da liegt noch was, das habe ich eben nicht gesehen. Angelaufene Silbermünze. Was erzählt ihr? Dämonen haben meine Großeltern getötet, als ich klein war. Meine Mutter sagt, dass meine Tante, mein Onkel und meine Cousins von Dämonen gefressen wurden. Aber ich bin nicht mehr traurig deswegen. Die Exorzisten haben diese Dämonen getötet und meine Familie gerächt. Ich bin auch nicht traurig. Dem Himmel sei Dank, dass es die Exorzisten gibt. Exorzisten sind toll. So viel zum Thema Rachedurst. Prätoren haben eine stärkere Resonanz und können mehr und mächtigere Malakim binden. Außerdem haben sie eine andere Uniform. Man erkennt sie also auf einen Blick. Die Abtei regiert die Welt. Man sollte also schon ein bisschen was über ihre Strukturen wissen. So, bevor wir jetzt aber zum Stern gehen, gucke ich mich hier noch um. Flop, eine Katzseele. Flop, noch eine. Und ein Kraut. Lavendel, Angriff um 2. Kupfermünze. Und ich sehe schon das nächste Item. Abgesplitterte Kupfermünze. 1, 2, 3 Seelen. Und das ist jetzt die andere Seite von der Kiste. Von den Kisten. Flammensteinsplitter. Keine Katzseele. Hier ist auch nichts. Aber da ist eine Kiste. Bernsteinmontur. Darmrüstung mit eingenähtem Bernstein. Schauen wir doch gleich mal, ob wir das gebrauchen können. Ja, können wir gebrauchen. Genau, was ich mal gerade schauen wollte. Schade. Früher waren immer noch in den älteren Teilen zu jedem einzelnen Item gab es ein kleines gezeichnetes Icon, wie diese Rüstung aussieht. Das finde ich schade, dass sie das jetzt nicht mehr haben. Fand ich immer sehr liebevoll. Wenn man dann irgendwie für einen Magier ein Cocktailkleid hatte, für eine Magierin, dann war da auch eine kleine Zeichnung von einem Cocktailkleid. Flop, noch eine. Ich wollte aber noch nicht runter. Blutklinge. Ja, aber die werde ich jetzt noch nicht anlegen, weil wir haben die andere ja noch nicht fertig gelernt. Hier gibt es aber, glaube ich, keine Leiter mehr runter. Aber ich denke, ich habe alles. Schwupp. Ich hätte den Weg hier ja so oder so nochmal laufen müssen. Lag das Item hier eben auch schon? Beinwell. Hallo Stern, willkommen. There's a group of sailors. Is that the guild? Oh, hey, that weapon shop looks promising. Good luck with the shipwright search. Und weg ist er. Boys. Poor creatures just can't be separated from their favorite toys, can they? It's true. Vielleicht ist er ja an Waffen da. So, erstmal noch hier. Was sollen wir nun tun? Das wird unsere Existenzgrundlage vernichten. Es gibt nichts, was wir tun können. Wir können den Befehl der Abtei nicht zuwiderhandeln. Ich kann nicht glauben, dass es so gekommen ist. Hey, eine Katzkiste. So, und die steht wo? Hellerwest. Hellerwest neben der Gilde. Also, Ort. Ja. Hellerwest. Neben Gilde. Prüfen. Zum Öffnen dieser Katzkiste werden 15 Katzgeister benötigt. Derzeitige Anzahl 35. Möchtest du sie jetzt öffnen? Ja. Da, ein Katz. Du hast eine Katz gefunden. Viereckige Brille. Je nachdem, wer sie anhat, wirkt man damit streng oder wie ein Arbeitstier. Okay.
die eckige Brille. Schauen wir uns doch mal an, wie das aussieht. Hallo, wer will bitte eine Brille haben? Reinzoomen, ja, kann man. Sieht ja bei ihr gar nicht mal so schlecht aus. Nehmen wir mal das. Also bei einer Dorfbewohnerin könnte ich mir das vorstellen. Mit den Klamotten. So, ja. So finde ich das gar nicht so schlecht. Aber es kommt trotzdem weg. Ach, ja, mit der Gilde quatschen. Is this a shipping guild? Damn that dial! What does he think he's doing by trying to resist? We wouldn't be in this mess if he were dead. Excuse me. I need a ship repaired. Sorry, but we can't help. What makes you say that? Guild business is currently suspended. By the order of Exorcist Teresa of the Abbey. Das ist sie. Und da ist das Kind. Lady Teresa. Number 2. Did I give you permission to speak? Ich finde die ein bisschen zu hart. Lady Jetzt schon. Teresa, how long must this punishment of ours last? You know it was all Dial's fault, don't you, my lady? I know Dial was the one smuggling Flamestone, but your guild, through its negligence, shares responsibility. This rule was set down by the Abbey to maintain order. Do you disagree with it? No, my lady. We will capture, interrogate, and sentence Dial. When this has been accomplished, you will be free to continue business. Hat die nur Kinder als Monarchie? Das finde ich aber fragwürdig. And you, girl, aren't you cold dressed like that? I've just arrived from the south. I wasn't aware Northgand was so cold. A young woman ought to keep herself warm. Thank you for your concern. Dass sie nicht merkt, dass sie einen Dämonen vor sich hat. My. So this is how the Abbey flexes its muscle, Cruel, cruel world these days. I see how things stand. If I catch this Dial person, you can repair my ship, right? Sure, but I warn you, he's a demon. He escaped after killing a bunch of soldiers who tried to capture him. Can't be done without an exorcist. He's from a small village outside the city. If you're doing this, I'd imagine that's a good place to start searching. He's a brute with the head of a lizard. I'd prepare for bloodshed. Hey, Anything could happen. It's best to keep our options open. Also While wenn wir you uns jetzt wait, losschicken, find us a den good Typen navigator. einzufangen oder umzunieten. Dial ist eine Dämonenechse. In der momentanen Kälte solltet ihr in der Lage sein, ihn einfach zu töten, während er überwintert. Denkt daran, er ist kein Mensch mehr. Er ist ein grausames Monster und verdient keine Gnade. Aber Velvet ist I jetzt nicht wonder what unbedingt die darling Person für Rokuro's got Gnade. up to in the meantime. Let's check in on him at the weapon shop. Ja, wir schauen gleich nach Rokuro. Sich mit Dämonen einzulassen ist Wahnsinn. Sagt nachher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ja, wir müssen denen ja nicht sagen, dass wir ein gutes Mittel gegen Dämonen haben. Ein Hund. Ein Pferd. Hallo Pferd. Eisenkraut. Die Verteidigung. Ach ja, der Waffenladen kommt erst noch da hinten, aber wir schauen uns erstmal hier in den Sackgassen um. Abgesplitterte Kupfermünze. Und da versteckt sich eine Kiste. Bernsteinfragment, ein grundlegendes Aufwertungsmaterial, das durch Zerlegen von Ausrüstung wahrscheinlich gewonnen wird. Es ist ein wundervoller Ort zum Leben. Die Exorzisten sorgen dafür, dass es wirklich sicher ist. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn es etwas wärmer wäre. Ja, ich dachte auch gerade, ein wärmerer Ort wäre ein bisschen angenehmer.
Schnaps ist ein Getränk für Erwachsene und Nährstoff für die Seele. Er wird überall anders gebraut, aber trinkt man ihn, dann wird man betrunken. So sieht's aus. X. Was für eine Weisheit. Was ist das hier? Wahrscheinlich ein Itemshop. Oder eine Bar. 28 Gold. Die Männer an diesem Tisch, sie sagen schreckliche Dinge. Ich werde es der Abtei melden. Tavernen sind dafür da, um den Abschaum der Gesellschaft herauszufiltern. Ja. Zur Hölle mit der Ordnung und allen Regeln. Verflucht seien die Exorzisten mit ihrem Herzen aus Stein. Sag mir, was ist ein Leben denn wert, wenn man nicht mal mehr etwas trinken kann? Du sagst es, ich wäre beinahe bereit, mir die Dämonenpest einzufangen, damit ich stattdessen ihr Blut trinken kann. Ihr Blut trinken kann, so rum. War da gerade was? Ja. Angelaufene Silbermünze. Also gibt's doch Leute, die die Exorzisten nicht gut finden. You don't have to worry about getting attacked by demons while you're here in Helavis. This town is under the protection of the Abbey Praetor, Lady Teresa Linares. She keeps us all safe. Wow, she must really be something else. She is. She's lauded as the frozen queen of the exorcists. She's as cool as ice and as pure and dazzling as freshly fallen snow. Yeah. She's just the white knight Helavis needs. Our town is as beautiful and pristine as it is because we have Lady Teresa here with us. Anyone who disturbs her order, whether human or demon, will be frozen by her wrath, soul and all. Sounds just like an exorcist. The way she glares at the filthy. Oh, if only she would look at me like that, with those ice-cold eyes. Jetzt wird's gruselig. Teresa, my love. If she lets idiots like him run around loose, then I'm sure she's not as infallible as he thinks she is. Ich habe es bereits gesagt und werde es erneut sagen. Ich liebe Theresa. So, was gibt's oben? Oh, eine Cutscene. Also auch immer schön in die Tavernen gehen. Oh, hier gibt's sonst nichts. Hm? Wir haben auch mit allen gesprochen. Ich sehe nichts mehr, also raus hier. Und das ist ein Inn. Junge, ist das kalt hier. Was? Wärm dich am Herd. Willst du etwas Suppe? Du musst nicht schüchtern sein. Die Abtei sagt, dass wir einander helfen sollen, nicht wahr? Und das ist doch schon mal gut. 5 Gold erhalten. Da hat wohl jemand sein Taschengeld verloren. Heute ist es soweit. Ich werde sie ansprechen, aber ich muss einfach nur normal mit ihr reden. Ganz natürlich. Warum ist das bloß so schwierig? Oh, Katzseele. Und eine angelaufene Silbermünze. War da nicht noch was? Ja. 8 Gold. Was gibt's oben? 3 Gold. Wir folgen der Spur von Gold. Die Schiffsgilde steht unter dem Schutz der Abtei. Sie haben aus dieser Stadt den größten Handelsplatz des Nordens gemacht. Helavis ist in den letzten Jahren unverschämt reich geworden. Ich weiß, was du meinst. Bilde ich mir das nur ein oder nimmt sich die Gilde mehr als den Anteil, der ihr zusteht? Ei, aber ich bin nur ein kleiner Händler und vielleicht ist es ja der Neid, der aus mir spricht. Da liegt was unterm Bett. Eine Kupfermünze. Und da ist eine Katzseele. Und noch eine Silbermünze. Und ich denke, das war's. Ja. Wir können natürlich auch aus Prinzip übernachten, aber das mache ich, glaube ich, erst, wenn wir noch jemanden im Team haben. Ich schätze mal, dass die anderen 2 jetzt bald mitkämpfen werden. So. Ich speichere jetzt mal wieder hier drauf. Daten wurden überschrieben. Ah, da ist er doch. Found a real good one. The blade was badly rusted, but once I polished it up, it turned out to have a fine edge. I can scarcely believe something of that quality was languishing in my bargain bin. You've taught me quite a lesson. The weapon is yours as payment. My thanks. So you'll help us out. Of course.
How did your errand fare? I see. So we're hunting a reptilian demon called Dial, are we? We'll check out his hometown first. Have fun, you kids! You aren't coming along? I'm afraid I've got bigger fish to fry at the moment. That little matter of tracking down my betrayer. Besides, if I stick around, I'm not so sure I wouldn't wind up as someone's midnight snack. My palate has standards. High standards. All the more reason to skedaddle! Weg ist sie. Aber ein Waffenhändler ist gut. Dieser exotisch gekleidete Herr hat bestimmt ein Auge für Klingen. Einige der älteren Stücke hier sind aus dem gleichen Material gefertigt wie die Ausrüstung der Exorzisten. Bernsteinklingen. Ach, die haben alle verschiedene zufällige Fertigkeiten. So, ich wollte nur, dass das neu überall verschwindet. Angebot! Aber wir haben doch schon einen Feuerring im Inventar. Meisterfähigkeit. Die haben wir doch schon gelernt. Sieht man das auch irgendwo? Vergleichen. Aha. Genau, das lernt sie gerade. Das ist der Gürtel, den hat sie noch nicht gelernt. Den würde ich gerne mal mitnehmen. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Ach ja, können wir doch machen. Kaufen und ausrüsten bei Velvet. Den hat sie jetzt an. Sie ist ja gerade am Lernen. Resistenzring, Feuerring. Bernsteinstiefel. Haben wir aber schon welche, oder hat er die angelegt? Ach nee, die hat sie angelegt, ne? Ausgerüstet. Kampfstiefel. Kann ich hier den... Ach so. Er hat die Bernsteinstiefel, aber er hat das ja auch noch nicht gelernt, deswegen würde ich ihr jetzt trotzdem gerne das Ding schon mal geben. So teuer ist das ja auch nicht. Artverteilung oder Angriff. Na, wir nehmen mit zufälliger Fähigkeit Artangriff. So. Ach ja, bei Verkaufen wollte ich mal schauen. Für diese ganzen Münzen, Materialien. 5. Ah, ich würde ja schon mal 20 verkaufen, bevor mein Inventar irgendwann voll ist. So, ach, jetzt haben wir ihn tatsächlich auch im Team. Ja, sein Bild finde ich eigentlich ganz schick. Rokoro. Und die Ausrüstung, genau, sie hat die jetzt angelegt. Und er muss jetzt erstmal bei seinem ganzen Zeug hier erlernen. Was hat er denn für Klamotten? Nur das. Und hier normaler Stil. Hutstil. Ah, da sieht man dann auch hier sein Dämonenauge. Aber so ist er definitiv schicker unterwegs. So. Und jetzt haben wir hier ganz viel noch neu zum Anquatschen. Kupfermünzen. Die Abtei gibt den Leuten besondere, von Malax geschmiedete Waffen, die gegen die Dämonen helfen. Ich habe gegen diese Monster keine Chance, aber bin gern bereit, alles zu tun, um die Sicherheit zu bewahren. Auch sein Leben zu geben. Ein Yak. Look, a yak. Hey, Velvet, here's a fun fact. Yak tail hair is considered to be among the highest quality materials for a helmet's plume. Wow, really? Also, I don't care. At my house, we had this helmet. It was an incredible piece, covered with yak tail hair. The talk of the town. House Rangetsu has 2 treasures going for it, people would say. The Helm of Yak and Stormhowl. They must not have thought very highly of the rest of you. Why do you say that? Although, I guess I can think of a reason or two. Oh well, it's nothing a demon like me has to worry about. Hier ist nichts mehr, versteckt sich gar nichts mehr. Hier können wir auch nicht raus. Dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Heutzutage ist ein Malak so normal wie ein Hund oder eine Katze. Aber als sie vor 3 Jahren das erste Mal aufgetaucht sind, hat es uns die Augen geöffnet.
Wo kommen sie her? Was meinst du? Sie scheinen lebendig zu sein, aber sie antworten nicht, wenn man sie anspricht. Sie sind echt rätselhaft, oder? Das heißt, jetzt können alle diese Malak sehen? So, jetzt gehen wir aber einmal ins Innen. Manchmal werden ja auch Plaudereien dadurch freigeschaltet. Willkommen, ganz schön kalt da draußen, oder? Kommt herein und ruht euch etwas bei uns aus. 100 Galt geht. That was a good session, if I do say so myself. Tomorrow's drill will be even faster. I thought he was being a crazy demon again, but come to think of it, this is just him being him. Ja, ich finde auch, das passt zu ihm. Ohne Jacke, Rokoro. Ist doch Mode, ne? Aha, auch nicht schlecht. Aber so finde ich es besser. Und speichern können wir ruhig auch nochmal. Und jetzt schauen wir uns wieder in der Stadt um und klappern noch die Ausrufezeichen ab. Did you hear? That navigator for the shipping guild, Dial. He turned into a demon. He supposedly killed and ate his crewmates, then ran off. Demon blight? In Hellevese? What do we do? No need to worry. Lady Teresa is already dealing with it. She'll hunt down that Dial character in no time. They say that once you change, you can never turn back into a human. Is killing him our only option? Killing him would be a mercy. Demons are just monsters who've lost their humanity. Yeah, you're right. Things like that aren't human anymore. Not human, huh? Tja, es gibt wohl auch Ausnahmedämonen. Dial hat sich in einen Dämon verwandelt und er stammt aus diesem Dorf. Wir können keine Fremden in den Ort lassen. Aus diesem Dorf? Dem mit den Leuten, die nicht auf die Abtei hören wollten? Das war doch klar, dass es so kommt. Das Dorf hat sich also gegen die Abtei zur Wehr gesetzt. War bestimmt nicht die beste Idee. Let me get this straight, Alpha Area. You want to form an alliance with my Gamma Area to bring down the Betas? Correct. It's the classic strategy. Ally with a distant state and strike a neighboring one. What is this? A council of war? The enemy of my enemy is my friend. Is that it? Indeed. If your Alpha forces and my Gamma forces work together, Beta Area is done for. Oh, wow. I like it. You've got yourself an alliance, Alpha Area. Excellent! We shall be victorious in this year's Hellevese Grand Snowball Fight. Let us toast to our victory. This isn't a snowball fight. It's a snowball war. Das stimmt. Fools! I was the one who engineered their alliance. Once they eliminate Beta Area, the Alpha and Gamma forces will launch a full-scale assault to destroy the other. Exhausted, Gamma, the Beta. victor won't be Wer ist wer? prepared when my Delta army sweeps down upon them. They have sealed their own doom. These kids really fight dirty. All's fair in snow and war. Hä? Was machen die denn da? Lass uns darüber reden, wenn wir was gegessen haben. Gut, es gibt bei mir zu Hause heute Marburg-Curry zum Mittag. Echt jetzt? Cool. Ich wünschte, ich würde bei dir wohnen. Marburg-Curry? Manche Leute sind echte Glückspilze. Bevor ich jetzt aber hier speichere nochmal, da. Mit der wollte ich noch quatschen. This cold is beyond ordinary. Well, Hellevese is a northern country, but still, it wasn't this cold when I was a kid. The cold, snow, and ice were never this bad. I know it for a fact. It's that... what do they call it again? Global cooling? Yeah, that's the one. The Abbey says the world's getting colder. Thanks to all this cold, I need more warm clothing. Worse, I have to shovel snow and chop firewood all day. Ugh. Who's responsible for this global cooling? Let me at 'em. Well, don't look at me. It's not my fault. Die Frage aller Fragen, wer ist für die globale Erwärmung, Abkühlung zuständig?
Ah, das ist kalt, kalt, kalt. Es ist so kalt, dass mir ganz heiß wird, wenn ich mich darüber aufrege, wie kalt es ist. Ist auch gut. So, wir wissen ja, oft speichern ist gut. So. Und jetzt machen wir uns auf den Rückweg.